Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hier gibt es die zweite Tour zu sehen 2026. Aber wir haben immer noch nicht 2026, weil es ist genau zwischen den Feiertagen. Wir haben jetzt gerade den 29. Dezember 2025 und ich möchte das schöne Wetter, wie ihr es ja gerade seht, ich habe die Sonnenbrille auf, nutzen. Wir haben zwar nur so um die 0 Grad und es ist auch noch reif auf den Wiesen und Feldern zu sehen, aber die Sonne lacht und da treibt es mich raus. Wo bin ich hier eigentlich? Wie ihr gesehen habt, ich bin in der Nähe vom Nordostseekanal, besser gesagt in Großkönigsförden bin ich gestartet und möchte eine Tour von ungefähr 14 bis 15 Kilometern hier machen. Hier war ich auch schon einmal in der Gegend. Dort bin ich an 2 Bunkern im Wald vorbeigekommen. Das Video oben dazu verlinke ich euch natürlich. Und wir werden dort heute auch wieder vorbeikommen. Aber ich habe mir diesen Ort noch mal rausgesucht, weil aus dem Buch Lost and Dark Places Schleswig-Holstein habe ich hier noch einen interessanten Punkt gefunden. Und den möchte ich so ziemlich zum Ende dieser Runde denn auch noch besuchen. Es gibt hier nämlich einen Teufelsstein. Was es damit auf sich hat, werdet ihr sehen, wenn ihr dran bleibt. Und ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr mitkommt. Also gehen wir mal los. Den Betonweg und Plattenweg habe ich jetzt auch hinter mich gelassen und ich bin hier schön im Wald. Oh, das Wetter ist echt herrlich. Es ist zwar frostig, wie ich ja schon mal gesagt habe, aber zumindest die Sonne scheint und es ist trocken, bis jetzt zumindest. Aber wenn Pfützen hier sind oder sowas oder etwas feucht ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen gefroren sein, was es den Weg dann angenehmer macht und es nicht so schlammig wird. Ich habe gerade mal nachgeschaut und vor 13 Monaten bin ich hier lang gelaufen. Also November 2024. Ihr habt ja schon gesehen, einige Bäume wurden gefällt und damals musste ich sogar noch am Waldesrand entlang, weil der Weg gesperrt ist. Mal schauen, wie es heute aussieht. Ich hoffe, ich komme diesmal bei den offiziellen Wegen vorbei. Es wird auch in diesem Jahr wie vor über einem Jahr eine Pfadfindertour, weil wie ihr seht, hier sind Dornbüsche, aber da geht der Weg durch. Ich habe ihn mir natürlich mal wieder ausgesucht und ich nehme auch an, auch vor einem Jahr kam ich hier durch und wir gehen da mal weiter. Mal sehen, wo uns der Weg dahin führt. Eigentlich
soll er auch da weitergehen. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen. Ich habe meine einfachen Wanderschuhe an, also nicht die Wanderstiefel. Also ich sollte vielleicht keine nassen Füße bekommen, weil der Boden ist doch nicht so durchgefroren und er ist sehr weich und es gibt hier einige Pfützen auf dem Weg. Es ist übrigens ein ehemaliger oder selten genutzter Forstweg hier. Den Abenteuerpart habe ich jetzt hinter mich gelassen. Ich hoffe mal, dass es vielleicht nicht der einzige war. Und ihr seht immer noch, da ist immer noch raureif. Dort kam die Sonne noch nicht hin. Ich habe zum Glück noch keine nassen Füße bekommen, wobei der Weg hier ganz schön feucht ist. Aber ich hoffe weiter, dass dies nicht durchdringt durch meine Schuhe. Auf diesem Weg scheint auch vor kurzem jemand lang gefahren zu sein. Ich nehme mal an, der Jäger war das, weil dort vorne war ein Ansitz und dort hörten genau die Fahrspuren auf. Ich nehme an, er war bei seiner Jagd erfolgreich und wollte seine Beute mit nach Hause nehmen. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass ich genau auf dem Weg gewesen bin, wo ich vor über einem Jahr lang gekommen bin, weil hier sind nämlich die angesprochenen beiden Bunker, die sich hier im Wald verbergen. Und hier vorne an der Ecke am Baum, dort ist das erste Mal meine Drohne abgestürzt, weil dort war ich noch ziemlicher Neuling mit der Drohne unterwegs und dort kam sie gegen einen kleinen Ast und ist dort abgestürzt. Zum Glück war, wie wir hier jetzt, auch Laub drunter und sie ist weich gefallen und es ist nichts passiert. Zu den Bunkern empfehle ich euch wieder das damalige Video, was ich euch natürlich oben verlinken werde. Das heißt Pathfinder, also Pfadfinder, wie vorhin den Weg. Also da bin ich wirklich schon mal durchgekommen. Und ich kann schon mal sagen, diese beiden Bunker, der andere auch hier, stammen nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern sind jüngeren Datums. Aber es geht hier erstmal weiter. Ich weiß nicht, ob ihr da den roten Stamm seht. Das ist so ein Notpunkt, wo man sich bei einem Unfall abholen lassen kann. Und dort wäre eigentlich von rechts der offizielle Weg rausgekommen, wo ich damals umlaufen musste wegen Holzarbeit. Der Parkplatz war übrigens mein Ausgangspunkt bei der ersten Wanderung, die ich hier gemacht hatte. Der liegt übrigens in der Nähe von Lindau. An der Stelle war ich auch schon mal auf der Wanderung, weil hier bin ich in der Nähe von dem oder am Zugbrunnen von Lindau. Dieser Zugbrunnen wurde von den Gutsherren hier errichtet und ungefähr bis 1986 verwendet als Wasserversorgung hier. Leider ist er so ein bisschen in die Jahre gekommen und er könnte mal etwas Liebe gebrauchen. Da ich aber hier Bänke gefunden habe, nutze ich es auch gleich mal, um eine Pause zu machen und mich vorzubereiten auf mein letztes Ende auf dieser Tour. Aber
das wird noch nicht alles gewesen sein, weil wir wollen ja noch den Teufelsstein sehen. Solche historischen Orte wie eben gerade der Ziehbrunnen da in Lindau interessieren mich immer sehr. Und es ist auch sehr spannend, die Geschichte darum. Wenn man überlegt, der Brunnen wurde im 17. Jahrhundert eingerichtet und war noch bis 1986 zur Trinkwassergewinnung da. Sehr, sehr spannend, weil eigentlich sollte man denken, dass man in den 80er Jahren, dass dort alle an das Trinkwassernetz angebunden gewesen sind. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch so eine Stellen kennt und wie es bei euch vielleicht war. Vielleicht hattet ihr ja auch nur so einen Ziehbrunnen, um Trinkwasser zu bekommen. Und ich kenne es zumindest von meiner Tante, beziehungsweise auch in dem Ort, wo meine Oma gewohnt hatte. Die hatten damals nur ein Plumpsklo. Da habe ich ihn erreicht, den Teufelsstein. Oder wie hier gesagt, den Düvelstein von Großkönigsförde. Die Legende vom Teufelsstein. Der große Stein von Königsförde wird auch Teufelsstein genannt. Die Geschichte soll sich folgendermaßen zugetragen haben. Vom Velmer Berg aus warf der Teufel den großen Findling um den Turm der Gettorfer Kirche St. Jürgen zu zerstören. Das hat unser Herrgott nicht zugelassen. So hat der Findling den Kirchturm nur gestreift und ist bis nach Großkönigsförde geflogen. Seit der Zeit, 13. bis 14. Jahrhundert, steht der Kirchturm schief. Wir haben den Teufelsstein und ihr könnt ihn euch hier ansehen. Der große Findling ist ein Geschenk der letzten Eiszeit. Diesen Ort erreichte er vor rund 20.000 Jahren. Seine Heimat liegt in Südschweden in Småland. Er muss ungefähr 500 Kilometer weit gereist sein. Mit Erreichen des Teufelsstein beende ich auch hier meine Wanderung. Ich habe jetzt noch ungefähr 1,3 Kilometer bis zu meinem Auto, aber das wird nicht mehr so spannend werden, weil es geht nur noch entlang dem Radweg. Ich hoffe, euch die Wanderung hat euch wieder einmal gefallen und begleitet mich auch wieder beim nächsten Mal, wenn ich so eine interessanten Orte, die man normalerweise nicht im Reiseführer findet, euch zeige oder wenn ich euch wieder mal die schöne Natur von Schleswig-Holstein näher bringen möchte. Denn natürlich wieder nicht zu vergessen zu liken, zu kommentieren und wer natürlich gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich auch ein kostenloses Abo hinterlassen. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!